Salam alaikum, meine Lieben. Heute kochen wir wieder etwas Indisches, und zwar diesmal ein vegetarisches indisches Gericht, das sogenannte Gobi Aloo, also Blumenkohl mit Kartoffeln zusammengekocht in einer leckeren Soße. Das kann man dann zusammen mit dem indischen Fladenbrot essen oder auch mit türkischem Fladenbrot. Die vegetarischen indischen Gerichte benötigen weniger Zeit, weniger Zutaten und weniger Gewürze, schmecken aber trotz allem genauso lecker wie alle anderen indischen Gerichte. Wie immer bei den indischen Gerichten fangen wir zuerst mit der obligatorischen Zwiebel an, die wir in kleine Würfel hacken, bevor wir dann Ingwer und Knoblauch pressen oder reiben werden. Wir haben jetzt hier ein 2 cm großes Ingwerstück, das wir auf der kleinen Seite einer Kastenreibe fein reiben werden, und dann werden wir genau das gleiche mit dem Knoblauch tun. Wir haben hier etwa 5 bis 6 kleine Knoblauchzehen, die wir ebenso wie den Ingwer auf der kleinen Seite einer Kastenreibe reiben werden. Wir geben jetzt Öl in einen Topf und fügen die Zwiebel hinzu und braten diese so lange an, bis sie anfängt braun zu werden. Das haben wir jetzt hier schon erreicht, wie wir sehen, und jetzt kommt Knoblauch und Ingwer hinzu und dann wird alles zusammen so lange angebraten, bis es zusammen braun sein wird. Das sehen wir jetzt hier. Jetzt geben wir schnell etwas Wasser hinzu, damit nichts anbrennt, und dann kommen auch bald schon die Gewürze hinzu. Vorher sorgen wir dafür, dass das Wasser wieder alles verdampft, wie wir das jetzt hier sehen, und dann kommen auch schon die Gewürze hinzu. Wir haben hier 2 gehäufte Teelöffel Currypulver, 2 Teelöffel Himalaya-Salz und Chili nach Geschmack. Wir sehen, für die vegetarischen Gerichte brauchen wir keinen Garam Masala und kein Kreuzkümmel und auch kein Koriander. Diese Gewürze benötigen wir immer nur für die Fleischgerichte. So, und jetzt geben wir schon die Kartoffeln hinzu, braten kurz alles zusammen mit an, und dann kommt ganz schnell etwas Wasser hinzu, damit nichts anbrennt. Wir rühren nochmal alles gut um, und dann werden wir noch etwas mehr Wasser hinzugeben, wie wir das jetzt hier sehen. Gut alles umrühren, und jetzt kommt noch das Methi hinzu. Das sind etwa 2 gehäufte Teelöffel von diesem Methi. Das ist eine indische Spinatsorte, also eine getrocknete Spinatsorte, die ein sehr, sehr leckeres Aroma hat, und das gibt man immer zu den vegetarischen als auch zu den Hackfleischgerichten hinzu. Während die Kartoffeln jetzt auf kleiner Flamme etwa 5 bis 10 Minuten vor sich hin köcheln, werden wir den Blumenkohl in einer Pfanne anbraten und schauen, dass er von allen Seiten schön goldbraun angebraten wird. Das ist fürs Auge sehr wichtig und schmeckt auch nachher viel leckerer, wenn der Blumenkohl vorher angebraten wird, bevor wir ihn dann zu den kochenden Kartoffeln hinzugeben werden, nachdem diese halbgar gekocht wurden. Das ist hier jetzt der Fall. Die sind hier schon halb durch, aber noch nicht ganz, und jetzt geben wir den gebratenen Blumenkohl, der auch schon zur Hälfte jetzt durch ist, weil er ja schon gebraten wurde, hinzu. Und jetzt werden wir einfach alles weiterhin auf kleiner Flamme so lange köcheln, bis Blumenkohl und Kartoffeln butterweich sein werden. Wie ihr seht, verwenden wir für dieses Gericht nur wenig Soße, also relativ wenig Soße, weil man es nur üblicherweise mit dem indischen Fladenbrot zusammen isst, und da ist es besser, man lässt die Soße ziemlich weit einreduzieren, damit man dann Blumenkohl und Kartoffeln besser damit essen kann. Aber wenn man es zum Beispiel mit dem türkischen Fladenbrot isst, wie wir das jetzt tun, lässt man noch etwas Soße übrig, wie wir das jetzt hier auch getan haben, damit man etwas zum Aufsaugen hat für dieses Brot. Aber noch leckerer und besser schmecken würde es mit weniger Soße und wenn man es zusammen mit dem indischen Fladenbrot servieren würde. Dieses leckere vegetarische indische Blumenkohl-Kartoffelgericht ist jetzt fertig. So kann man das servieren, und es verströmt übrigens einen herrlichen Duft. Der entsteht vor allem wegen diesem Methi, wegen dieser indischen getrockneten Spinatsorte, die dort als Gewürz benutzt wird und in diesem Gericht mitgekocht wurde. Die verleiht diesem Ganzen ein ganz herrliches Aroma und auch einen sehr leckeren Geschmack. Ja, dann wünsche ich euch gutes Gelingen, viel Erfolg beim Nachkochen, guten Appetit und vergesst nicht Bismillah zu sagen. Und inshallah sehen wir uns wieder das nächste Mal. Liebste Grüße, Salam alaikum, eure Mariam.